Herzlich willkommen zu einem neuen Motorradreise-Abenteuer. Julian und ich waren im Mai 2024 mit unseren Motorrädern, der Africa Twin RD07A und der Tenere 700 auf der Iberischen Halbinsel unterwegs. Jetzt nehmen wir euch mit auf die Spuren der Adventure Country Tracks Portugal. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuschauen und Nachfahren. Die Sonne geht auf über mein Motorrad. Wir sind jetzt portugiesische Zeit, das heißt eine Stunde zurück. In Deutschland ist es jetzt 10, aber in Portugal ist es 9. Wir dachten schon, wir wären schnell beim Packen gewesen, aber nein, es ist die alte Zeit, nur in einem anderen Land. Das ist jetzt ein bisschen trübsalig, wie sagt man das? Trüb. Du bläst jetzt Trübsal, meinst Genau. du? Wir machen uns jetzt auf den Weg zum ACT, Tag 1 bzw. Tag 5. Wir fahren den ACT Portugal nämlich rückwärts. Ab in die Berge der Algarve, fern vom Tourismustrubel, ab in die Natur. Das ist, was wir lieben und genau da fahren wir jetzt hin. Yes. Das heißt, wir starten ja von unten und fahren nach oben, also von Ende bis Anfang. Und dann wollen wir mal schauen, wie weit wir hier eigentlich davon entfernt sind vom Startpunkt auf diesem Campingplatz, wo wir uns gerade befinden. So, dann wollen wir mal rauszoomen und gucken, wie weit wir uns denn da entfernt haben von dem Startpunkt. Oh, das ist ja gar nicht weit. Das heißt, ich werde jetzt hier auf den Startpunkt klicken. Dann kriege ich ein Pfähnchen. So, da wollen wir also hin. Das heißt Losi-Gosi. Und wir sind davon entfernt insgesamt, errechnet, auf die nächstgelegene Straße fahren. Ganz in der Nähe. 8 Minuten, 7,6 Kilometer. Dann in tow. Doch bevor wir losfahren, befreien wir das Motorrad noch von Nudeln. Denn die brauchen wir wirklich nicht auf dem ACT. Hola! Das kleine Dorf Cacela Velha hat nur 100 Einwohner. Das Ortsgebiet darf eigentlich nur von Bewohnern befahren werden. 50 bis 100 Meter davor stehen Parkplätze zur Verfügung. Die Burg von Cacela Velha. Die Burg kann man im Inneren nicht besichtigen, da dort eine Station der Garda Nacional Republicana untergebracht ist, also die portugiesische Sicherheitspolizei. Von hier oben aus hat man einen wunderschönen Blick auf das Meer und die Stimmung ist so paradiesisch, dass es uns schwerfällt, diesen Ort wieder zu verlassen. Das spricht also schon mal dafür, den ACT in der vorgeschlagenen Richtung zu fahren und sich hier am Ende nochmal Zeit für dieses Fleckchen Erde zu nehmen. Wir sind jetzt hier am offiziellen Endpunkt des ACT Portugals angekommen. An diesem Start bzw. Endpunkt gibt es auch kleine, süße Möglichkeiten, sich hinzusetzen, ein Getränk zu sich zu nehmen, was zu essen. Sie baut hier gerade ihren Verkaufsstand auf. Von hier aus geht es dann 1250 Kilometer in den Norden. Das mit einem guten 50 bis 60-prozentigen Offroad-Anteil. 5 Tage sind dafür offiziell angesetzt. Mal gucken, ob wir der Herausforderung gewachsen sind. Für mich ist es das erste Mal, dass ich die Adventure Country Tracks fahre. Wir sind ja die letzten Tage in Spanien teilweise den Trans-Euro Trail gefahren. Und ich bin echt gespannt, wie sich der ACT im Vergleich zum TED fahren lässt. Was ich bisher von den Videos auf YouTube gesehen habe, kann ich sagen, dass da eine Menge schöner Strecken und Landschaften dabei sind. Und da freue ich mich jetzt drauf, das Ganze zu genießen, ab in die Natur von Portugal als Plan B zu dem ACT Pyrenäen, der sich ja aktuell noch nicht so ganz sicher fahren lässt, weil einfach da noch Schnee schmilzt. Es wird sehr schlammig sein und deswegen haben wir uns quasi für die Safety-Variante entschieden und fahren jetzt hier den ACT Portugal. Und ich glaube, der steht dem der Pyrenäen in nichts nach. Ich hoffe es zumindest. Wir werden sehen. Von hier aus geht das jetzt los.
245 Kilometer sind das hier. Der Tag vom ACT Nummer 5 bzw. für uns Nummer 1. Offroad-Anteil beträgt 65% und die Temperaturen gefühlt ebenfalls 65 Grad. 5 Tage für das Ganze, das ist so eine ganz schöne Zeiteinheit, finde ich. Und auch toll, dass da wirklich das ganze Land mit einbezogen wird, ja, sodass man am Ende wirklich das Gefühl hat, da auch überall gewesen zu sein. Der Kollege, den wir da getroffen haben auf dem Campingplatz, der hat das ja sogar in 4 Tagen geschafft. Allerdings glaube ich, die haben sich das von Touratech schon ganz gut überlegt, wie sie das Ganze gestalten, sodass es nicht langweilig wird, aber auch nicht zu herausfordernd. Von daher kann ich mir vorstellen, dass man sich da mit den vorgegebenen Abschnitten schon in einem sehr angenehmen und dennoch abenteuerlichen Bereich bewegt. Hier fahren wir gerade auf das erste Mal ein bisschen schottrige Straße ab vom Asphalt. Die ersten Kilometer, das waren jetzt die ersten circa 20 Kilometer, war relativ kleine, kurvige Sträßchen durch so ein bisschen verschlafen wirkende Ortschaften. Viel so einheimische, also gar nicht so touristische Orte, wo man dann auch sah, irgendwie 11 Uhr morgens, 10 Uhr morgens ist ja hier. Und da trank schon einer sein erstes Bier, während die Frau da im Garten so ein paar Kräuter zupfte. Gerade von Einheimischen sprichst, das finde ich auch sehr gut, dass das so ein bisschen abgelegen vom Tourismus gestaltet ist. Da wird ja explizit darauf hingewiesen, dass da keine touristischen Gegenden durchfahren werden, sondern eher durchs Landesinnere, abseits dieses ganzen Tourismustrubels. Ja, sehr schön hier. Oh, hier sind freilaufende Pferde. Ah doch, die sind angeleint. Die sind irgendwo im Boden sind die festgemacht, aber schön. Hier soll einem das Gefühl gegeben werden, dass man hier in der freien Wildbahn ist. Das ist alles hier auch von Touratech sind die Pferde dahingestellt worden. Angeleint. Wir fahren hier gleich auch noch an ein paar Ziegen und Murmeltieren vorbei. Die müssten so in 2 Kilometern kommen. Alle von Touratech engagiert, ja? Ja. Das war hier eigentlich ein Fluss, aber weil da ist gar kein Wasser mehr drin. Extreme Trockenheit. Darunter leidet besonders die Algarve, obwohl Regenfälle die Reserven von Stauseen immer wieder erhöhen. Im Schnitt hat Portugal nur 84 Regentage pro Jahr und ein mittleres Temperaturmaximum von 21 Grad. Wer sich hier besonders wohlfühlt? Kakteen. Ein Kaktus kann bei niedrigen Temperaturen im Winter 3 Monate ohne Wasser auskommen und wird bis zu 200 Jahre alt. Übrigens sind die stacheligen Pflanzen extrem gesund, weil reich an Vitaminen, Kalium, Magnesium und Calcium. Zudem wirken Frucht und Saft leicht antioxidativ und entzündungshemmend. Na, schon Appetit auf Kaktus? Wenn nicht, kein Problem, verhungern wirst du hier bestimmt nicht, denn bei dem Obst und Gemüse, das in dieser Region ebenfalls wächst, läuft dir garantiert das Wasser im Mund zusammen. Orangen, Zitronen, Mangos, Papaya, Pfirsiche, Granatäpfel, Avocados und Maracuja. Man fährt hier echt vorbei an so vielen alten, heruntergekommenen Ruinen, Häusern oder teilweise leben die Leute da sogar auch noch drin. Und viele Arbeiter hier, die Sachen aufbauen oder auf den Feldern sind. Da war es auch wieder eine, die auf dem Feld arbeitet, ne? Kohl baut die an. Ja, stimmt, so Ballen, irgendwelche Gemüseballen. Zu den wichtigsten Anbauprodukten Portugals zählen Getreide, Kartoffeln, Trauben für die Weinherstellung, Oliven und Tomaten.
Portugal ist eines der weltweit größten Exportländer von Tomatenmark und, wer hätte das gedacht, Wein. Cheers! Auf einer eigentlich ganz entspannten Passage, kurz nachdem wir in dieses wunderschöne Tal hineingefahren sind, passiert dann das, womit wir an dieser Stelle nicht gerechnet haben. Okay. Gucken, ob die jetzt angeht. Ist halt auf Reserve jetzt, ne? Yes! Ich glaube, wir suchen mal eine Tankstelle, ne? Weil in der Position kein Sprit mehr da ankommt. Ja. Man denkt jetzt, wenn man sieht, das hat irgendwas mit fahrerischer Inkompetenz zu tun oder sowas. Aber es ist einfach ätzend, wenn du dauernd die Gänge nicht drin hast und sowas. Du kannst ja nichts machen. Dann stehst du an so einer Ecke, ist das Bein zu cool und du kannst kein Gas geben, weil der Gang nicht reingeht und du auf den Hebel drückst und hakt einfach wie Sau. Das ist ätzend einfach, das nervt. Sowas fuckt mich dann ab, wenn es an der Technik liegt. Über das zeitweise hakende Getriebe ärgert sich Julian nicht zum ersten Mal. Zum Glück ist bei dem kleinen Umkipper nicht mehr passiert als ein abgebrochener Blinker. Nein, ich habe ausprobiert. Scheiße. Eine gute Gelegenheit für eine Pause. Mal durchatmen. In die Weite blicken. Einen Schluck Kaffee trinken, die Natur im Stillstand genießen. In der Hoffnung, dass ein Ölwechsel nach der Reise die Schaltung der Tenere wieder geschmeidiger macht, geht es nun mit neuer Energie weiter. Allerdings von hier aus erstmal ab vom ACT-Track, denn Ja, Freunde, wir sind jetzt dann doch einen etwas größeren Umweg gefahren, weil wir etwas leichtsinnig waren, sage ich jetzt mal. Und da einfach draufgefahren sind mit noch 100 Kilometer Reichweite, die Reserve eingeschlossen. Hätten wir anders machen sollen. Wissen wir jetzt auch. Ja, zumindest, ich weiß nicht, wie jetzt eng oder wie nah da noch eine gewesen wäre. Ich habe jetzt 15 Liter getankt. Da wäre noch was drin gewesen, aber ja. Ist immer ein doofes Gefühl, wenn dann die Reserveanzeige bei Julian schon angeht. Die geht sehr früh an, sagt er. Und er sagt, es ist auch bekannt, dass sie lange hält. Trotzdem ist natürlich das Gefühl nicht so geil, ne? Trotzdem hatte er da jetzt gerade nur noch 2,5 Liter drin. Das heißt, es war gut, dass wir getankt haben. So, zurück auf den Track geht es durch diese Straße mitten durch so Gräserfelder. Ja, das sieht irgendwie richtig schön aus, wenn man hier durchfährt, weil das so weiß und hell ist am Rand und ein bisschen grün gespickt. Es sind jetzt noch 133 Kilometer hier auf dem ACT-Tag 5 beziehungsweise für uns Tag 1. Mal schauen, wann es wieder auf die Schotterpiste geht. Aber wir haben jetzt halt ein Kleinteiliges gibt, weil wir eben runter sind, um zu tanken. Sind wir jetzt auch klüger draus geworden? Machen wir nicht nochmal so. Und was sagst du? Das ist wirklich sehr schön hier. Da unten ist so ein kleiner Fluss, der sich da durchschlängelt. Und da oben dann eine Riesenburg. Wow. Tolles Bild, wenn man hier reinfährt nach Mertola. Und über die Brücke da hinten, da geht's jetzt für uns. Auf dem Straßenschild haben sich auf jeden Fall schon einige mit ihrem Aufkleber verwirklicht. Circa 2500 Einwohner leben in dieser geschichtsträchtigen Stadt, die in alten Zeiten ein wichtiger Ort war.
Der Fluss Guadiana war eine bedeutungsvolle Verbindung und Handelsstraße. Die Stadtmauer schützte vor möglichen Angreifern, die über das Wasser kamen. Am Abend lohnt sich die Besichtigung von Märtola besonders, da die Stadt dann in beleuchtetem Zustand ein tolles Fotomotiv abgibt. In der Savanne von Portugal. Ja, hier so in der Mittagssonne ist es echt richtig heiß. Julian hat sein Motorrad in den Schatten geparkt, weil es hier gerade unter diesem Olivenbaum eine Mittagspause gemacht. Wenn ich mir vorstelle, dass es hier in 2 Monaten oder so im Hochsommer noch mal heißer wird. Findest du es auch? Heiß, aber gut? Es ist wirklich sehr warm. Aber wir haben ein bisschen angenehmen Wind, der recht kühl ist, deswegen ist es völlig in Ordnung. Schöne Landschaft. Schauen wir mal, wie es weitergeht, ne? Portugal ist zwar vor allem wegen seiner kilometerlangen Küsten, abgelegenen Klippen und idyllischen Strände bekannt, doch viele architektonische und historische Sehenswürdigkeiten sind ebenfalls breit vertreten, wie wir an diesem ersten Reisetag durch dieses Land der Iberischen Halbinsel bereits feststellen. Und eine besonders faszinierende Ruine liegt unmittelbar vor uns. Also die meisten Flüsse, die wir hier so sehen, sind ausgetrocknet. Das ist jetzt noch der Überrest von einem, der, glaube ich, sonst eigentlich auch mal voller ist. Ich finde es halt krass, weil wir haben gerade mal Anfang Sommer und ich frage mich echt, wie das dann nach dem Sommer aussieht, wenn es dann noch länger trocken war. Ja. So, hier ist, glaube ich, eigentlich eine Flussdurchfahrt, ne? Auch alles ausgetrocknet. Hinter dem Hügel liegt dann das Highlight des Tages. Krass. Da kann man reinfahren. Da fahren wir sogar durch, glaube ich. Das ist ja sehr nice. So, dann wollen wir uns das mal angucken hier. Das ist ja echt geil. Also solche Ruinen kennen wir ja schon zu Genüge, die so am Straßenrand sind. Aber das hier ist nochmal was ganz anderes. Wow, das ist ja mal geil hier. Boah, das riecht echt, ne? Boah. Bäh. Bäh. Also für alle Freunde von Lost Places ist das hier natürlich die perfekte Umgebung für einen Moment in einem sehr historischen Denkmal, wo man auch wirklich noch fühlt, was das bedeutet, weil das, ja, man fühlt einfach, dass das hier nicht gesund ist. Ich meine, guckt euch das mal an, hier die Pfützen. Mina de São Domingos, ein historischer Bergbauort im Landkreis Märtola, der sich im Zentrum einer geologischen Schwefelkiesschicht befindet, die den gesamten Süden der Iberischen Halbinsel durchzieht. Die Mine wurde im 19. Jahrhundert gegründet und war einst ein bedeutender Standort für die Kupferproduktion. Heute zieht sie viele Besucher an, die die beeindruckenden Ruinen und die eindrucksvolle Landschaft erkunden möchten. Die Sonne brennt erbarmungslos und die Geier drohen. Ja, wir sind längst am Ende und das waren wir gestern schon. Muss ich gerade irgendwie dran denken. Text von Fanny van Dann. Das ist schon echt ein bisschen beängstigend hier so. Aber was sehr schön ist, sind die ganzen Schwalben, die hier so durchfliegen. Das verlassene Bergwerk ist ein faszinierendes, aber auch gefährliches Ziel für Abenteuerlustige. Die alten Minenschächte sind instabil und können leicht einstürzen.
Zudem gibt es Berichte über kontaminierte Böden und Wasserquellen, die durch chemische Rückstände aus der Minenzeit belastet sind. Das kann gesundheitliche Risiken für Menschen darstellen, die in die Nähe der ehemaligen Abbaugebiete gelangen. Insgesamt wird geschätzt, dass in der Geschichte der Minas de São Domingos mehrere Dutzend Menschen bei Unfällen und durch die gesundheitlichen Folgen des Abbaus ihr Leben verloren haben. Als das Bergwerk 1966 verlassen wurde, hatte die Mining Company nicht für entsprechende Sanierung der bereits aufgetretenen Umweltschäden gesorgt, sodass die Situation im Hinblick auf die Grundwasserverschmutzung seither beunruhigende Formen angenommen hat. Bei starken Regenfällen dringen gelöste Sulfate in den naheliegenden Fluss Chanza und von dort aus in den Guadiana, was auch einen entsprechenden Einfluss auf die Landschaft und die Vegetation dieser Gegend hat. Boah, das riecht hier echt, ey. Das ist unglaublich. Boah, das ist voll eklig, das Wasser hier. Das ist richtig verseucht, ja. Wir empfehlen euch definitiv, diese verlassene Kupfermine im Südosten Portugals zu besuchen und ihre morbide Schönheit zu bestaunen. Denkt aber daran, dies mit entsprechendem Respekt zu tun. Die Lust, sich einige Meter weiter in solchen Seen von der Hitze abzukühlen, ist uns komischerweise nach dem Bergwerk vergangen. Hier ist auch nichts mehr los, du. Auf jeden Fall mal ein Besuch wert. Da weiß man, was die Menschheit alles kaputt gemacht hat, ey. Ganz traurig. So zerstörte Natur, die braucht ja ewig, bis die wieder einigermaßen intakt ist. Beziehungsweise manches davon wird wahrscheinlich nie wieder intakt. Ich glaube, die Leute, die in sowas gearbeitet haben, leben auch nicht unbedingt lange. Ja, wenn du überlegst, dir war jetzt schon schlecht, einmal da durchfahren und die waren da wahrscheinlich jeden Tag mehrere Stunden. Da geht's uns heute echt gut. Auch nochmal ein sehr schöner Weg, der jetzt mal ein bisschen kleiner wird und ein bisschen mehr durchs Grüne geht. Auch sehr nett mit den kleinen Blümchen am Wegesrand. Da hat man Spaß. Ziemlich loser, aber relativ feiner Schotter. Hier und da mal so kleine Kuhlen. Also auch das angenehm fahrbar. Ja, jetzt mal richtig schön runter hier. Okay. Das offizielle Ziel des Adventure Country Track Tag 5, bei uns ist es der Tag 1, ist hier. Was haben wir hier? Eine Mitsubishi-Werkstatt und einen telefonierenden Portugiesen. So, dann wollen wir mal schauen, dass wir was zu schlafen finden. Mit der Hotelsuche, das ging jetzt ultra schnell. Wir haben es gesehen, direkt verliebt und auch direkt ein richtig günstiges Zimmer bekommen. Wir haben sogar einen Parkplatz um die Ecke jetzt, da fahren wir jetzt mal hin. Ah, da steht schon, Weißer Niederländer. Angekommen. Unser Hotelzimmer mit einem Premium-Bett. So ein tolles Bett hatten wir noch nie in einem Hotel, oder? Außer in unserem eigenen Bett. Das ist natürlich das stimmt. Das stimmt. Badewanne. 67 €. Oder was sind das jetzt? 68 oder was mit Frühstück inklusive. Ja. Und der Ausblick, Freunde, wir zeigen euch das mal perfekt. Boah, wir, ey, schon wieder hier die dreckigen Taschen aufs Sofa. Das macht man natürlich nicht, ne? Ordnung muss sein. Geil, ich freue mich aufs Bett. Das war ein richtig geiler Altbau, so von der Art und Weise. Ordentlich und nice. Und mit Klimaanlage hier. Wir haben jetzt echt irgendwie 2 Wochen nur gecampt, bis auf einmal, wo wir halt so nass waren und alles trocknen mussten. Aber jetzt nach so einem Fahrtag, ich habe echt die Lunge voller Staub. Ja, ist man echt froh, auch nicht noch das Zelt aufmachen zu müssen. Nichts drunter unter dem Ding, weil es einfach über 30 Grad warm ist. Dann mit dem ganzen Staub. Und es geht natürlich auch mal darum, hier die Locations auszuchecken, weil wir wollen das Ganze ja schließlich so gestalten, dass ihr das nachfahren könnt, ne? Ja, genau. Genau. Nachfahren ist. Ist das jetzt so? Das ist vorgeschlagen von Touratec. Auf der Seite vom ACT könnt ihr das sehen. Da ist morgen das Frühstück am Ende des
Floors. Und hier kann ich euch mal zeigen, was man hier für eine gönnerhafte Aussicht hat in den Hinterhof des Hotels. So, da hinten stehen unsere Motorräder, bewacht für die Nacht. Mich erinnert dieses Hotel, diesen innenhofartigen Flur und diesen richtig hohen Decken total an Marokko, an dieses Riad, wo wir waren. Wow, in Fez. Schön 1 Liter kühles, blondes Bierchen. Das finde ich auch geil, dass sie das hier in solchen Gebinden haben, ne? Stößchen, ne? Es ist wieder 9 Uhr. Wir schaffen es endlich mal wieder, portugiesische Zeit, 9 Uhr, auf dem Motorrad zu sitzen und loszufahren. Und deswegen würde ich sagen, nicht lang schnacken. Los geht's! So starten wir von Mura aus in den Tag 4 der Adventure Country Tracks, der für uns ja der zweite Tag ist, da wir den ACT rückwärts fahren. 285 Kilometer, davon 40% Offroad-Anteil, sieht dieser heute für uns vor. Er ist der längste der 5 Tage, den die Adventure Country Tracks Portugal umfassen. Der erste kleine Stopp des Tages führt uns an den Barragem do Alqueva, auch bekannt als Alqueva-Staudamm. Er ist ein bedeutendes Wasserkraftprojekt in Portugal, das den Alqueva-Stausee mit einer Oberfläche von 250 Quadratkilometern schafft. Der Staudamm dient der Wasserversorgung der umliegenden Regionen sowie der Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen. Außerdem produziert er Strom durch Wasserkraft, was zur Energieversorgung der Region beiträgt. Dieser Ort zieht nicht nur Freizeitsportler an, sondern auch Vögel und Fische. Hier so um den See herum ist es auch direkt von der Vegetation her viel grüner, ne? Und lebendiger. Also hier gerade dieser Haubentaucher, der da in den See rausschwamm mit seinem kleinen Haubentaucherbaby. Und einfach hier, man sieht die Berge, das ist alles... Sehr gemütlich, ja. Ach, leer. Sehr schön. Es entschleunigt ziemlich. Ja, ich finde auch diese Temperaturen, die wir jetzt hier haben, etwas abgekühlt. Dafür zwar mit behangenem Wolkenhimmel, aber ich finde, das ist mir echt lieber als diese pralle, sengende Hitze da gestern. Boah, ist aber echt goldig hier. Ja. Nee, das haben sie gut ausgesucht, ne? Kann man so sagen, als Einstieg für den Tag. Ja, eigentlich ist es ja am Ende des Tages zum Auskriegen lassen wir da. Ne? Ja, stimmt, genau. Also funktioniert aber in beide Richtungen. Ja, doch, genau, denke ich auch. Der größte künstlich angelegte See Europas. Um den fahren wir jetzt hier gerade drum herum und es ist wirklich eine Freude, weil die Natur ist wunderschön grün. Man sieht endlich mal ein paar Pflanzen, die am Wegesrand auch mal in anderen Farben sprießen und also man hört die Geräusche der Natur natürlich jetzt nicht unterm Helm, aber wenn man mal Pause macht und auch diese Ruhe, die von so einem großen Wasser ausgeht, was jetzt nicht überlaufen ist von Touristen. Und ich finde, das zeichnet auch wirklich die Adventure Country Tracks bis hierhin, was ich bis jetzt sagen kann, aus, dass man echt fernab vom Tourismus ist und also für alle Leute, die gerne in so ein Land eintauchen und ein bisschen von dem sehen wollen, was wirklich einheimisch ist, für die ist das genau das Richtige. Wer die wahren Freuden der Natur zu schätzen weiß, der wird sich in jedem Land sehr freuen, weil jedes Land hat seine eigene schöne Natur. Und von daher kann man da immer fündig werden, wenn man die offenen Augen hält, ne? Die Augen offen hält. Oh. Die Region Alqueva wurde international als Dark Sky Reservat anerkannt, also als ein Lichtschutzgebiet. Es ist einer der ganz wenigen Orte in Portugal, an dem man den Sternenhimmel ohne Lichtverschmutzung sehen kann.
Doch es muss nicht erst Nacht werden, um die Schönheit dieser Region Portugals zu enthüllen. Diese zeigt sich uns auch am helllichten Tag. Wow! Ey, man fährt direkt am See entlang. Ist das geil? Oh, ist das schön. Wow. Oh nein, mir ist gerade im See die Karre ausgegangen. Ey, meine Schuhe sind noch trocken. Ich stehe damit bis in die Mitte der Stiefel im Wasser. Die sind ja wohl der Oberburner. Ist das krass? Wow. Wohin habt ihr euch denn verirrt? Ah? Ja, verstecken bringt jetzt auch nichts mehr. Ich möchte ein Foto mit einem Schaf auf dem Arm. Julian, lass die armen Schafe in Ruhe. Und Spaß. Lauft in Frieden. Aber passt auf, dass ihr nicht so viel auf die Straße scheißt. Das riecht komisch, wenn man das wie sie aufhält. Oh, guck mal, das ist ein tolles Bild, ne? Ja. Tiere in Portugal. Ein Thema für sich. Einige Kilometer später treffen wir auf diese Statue am Straßenrand. Stierkampf ist in Portugal eine jahrhundertealte Tradition. Anders als in Spanien hat ein Stier in Portugal dabei eine reale Überlebenschance. Denn hier ist es gesetzlich verboten, dass der tierische Hauptdarsteller beim Stierkampf zwischen Porto und Faro ums Leben kommt. Die Stierkampfsaison findet jedes Jahr von Ostersonntag bis Ende Oktober statt. Auch Ziegen spielen in Portugal eine wichtige Rolle. Krass. Das sind echt keine Eier, das sind Milchziegen. Einerseits lässt sich aus ihrer Milch leckerer Ziegenkäse machen und sie werden auch als Brandschützer eingesetzt. Um die verheerenden Waldbrände aus der Vergangenheit zukünftig zu verhindern, setzt das Land bei der Waldbrandprävention auf die vierbeinigen Helfer. Sie grasen das leicht entzündliche Buschland ab, säubern den Wald und verhindern so, dass sich Waldbrände unkontrolliert ausbreiten. Als robuste Tiere können sie auch in Höhenlagen eingesetzt werden. Was für eine tierische Wunderwaffe! Oben auf einem Hügel lässt sich, umgeben von Olivenbäumen, eine Burg erspähen. Sie gehört zu dem kleinen mittelalterlichen Dorf Monsaraz. Dezente 658 Menschen leben hier. Die Burg wird als Nationaldenkmal eingestuft und heutzutage als Ort für Musikfestivals genutzt. Der Burghof ist eine ausgediente Stierkampfarena. Sehr schöne Aussicht, ganz toll, lohnt sich auch, wenn man sich die Burg nicht angucken will, sondern einfach nur hier diesen Ausblick auf das Land genießt. Dass Portugal als Land der Seefahrer und Entdecker durch eine spannende Mischung aus Natur und Kultur überzeugt, haben wir bereits am gestrigen Fahrtag herausgefunden. Heute tauchen wir noch tiefer ein in die Schönheit der Natur und fahren vom Süden weiter in den Norden. Wobei dieser Fahrtag geprägt ist von historischen Burgen, Schlössern und Tempeln.
Also das ist wirklich sehr schön hier so am Rand vom Weg eine Pause zu machen. Wir werden jetzt gleich mal die nächste Tankstelle ansteuern. Ein voller Tank ist immer gut, denn du weißt nie, ob der Weg auch wirklich fahrbar ist. Zunächst problemlos gelangen wir allerdings zu der Kapelle der Guten Nachricht. Dieser Tempel liegt in der Gemeinde Terena und stammt aus dem 14. Jahrhundert. Erstaunlich, dass er es bis in die heutige Zeit in diesem intakten Zustand geschafft hat. Die Geschichte Portugals reicht bis in die Antike zurück, als es von verschiedenen Zivilisationen, darunter Römer und Mauren, besiedelt wurde. Im 12. Jahrhundert wurde das Land als Königreich gegründet und entwickelte sich schnell zu einer maritimen Macht. Im 15. und 16. Jahrhundert unternahmen portugiesische Seefahrer bedeutende Entdeckungsreisen, die zur Erschließung neuer Handelsrouten und zur Gründung von Kolonien führten. Ähnlich wie die Seefahrer, nur auf dem Motorrad, entdecken auch wir zuvor kaum betretene Pfade. So, wir haben gerade mal geguckt, dass wir tanken gehen und dann sind wir hier gelandet. Das ist sehr, sehr schön. Oh, das ist aber jetzt das ist ein Zaun. Hä, aber wir haben extra... Winkt er uns denn da durch? Es hat uns extra jemand durchgewunken und gemeint, man kann hier fahren. Willst du den mal hochheben? Vielleicht meinte er auch was anderes. Ach Mann, ich hänge hier im Fell fest. Völlige Angelegenheit hier. Wahrscheinlich erwarten uns auch Kühe auf diesem Abschnitt. Caro, jetzt muss ich hier erstmal einen 8-fachen Seemannsdoppelknoten aufmachen. Warte mal, das ist hier wirklich nicht so einfach eingehängt, dass wir das... Nimm die andere Seite, das sieht einfacher aus, oder? Ich habe mich aus Versehen verfahren. Aus Versehen verfahren, damit fängt alles an. Nein, das kriegst du hier nicht. Kannst du den nicht hochheben und ich fahre da so drunter her? Ist das dein Ernst? Ja! Ich heb das gleich bei dir hoch. Guck, das geht doch. Nein, Du musst den drehen. Caro, du kannst da nicht drunter herfahren. Wir wenden und nehmen jetzt den anderen... Okay. Schade. Also, weil das ist doch jetzt doof, oder? Ja, okay. Es ist halt, der Track ist daneben. So. Caro, ich würde vielleicht eher versuchen, da drüber herzufahren. Nein! Wir machen hier keine Zäune kaputt, Julian. Also manchmal ist das hier so mit so einem Mechanismus, aber den erkenne ich hier gerade nicht. Ist gar nicht so einfach hier zu drehen. Okay, los geht's hier. Hier, on the road. On the tricky, wrong road. Und der Portugiese, ich fragte ihn noch, kann man hier fahren? Ja, Daumen hoch. Schweine. Guck mal, die Schweine haben immer ein süßes Häuschen hier. Aber insgesamt geht es den Tieren hier in Portugal echt richtig gut, wenn man sieht, wie die hier leben. Ey, alle auf den großen Feldern, draußen weit in der Natur. Voll schön. Und die Schweine immer mit ihrem kleinen Häuschen und so. Tatsächlich bietet Portugal exzellente Voraussetzungen für die Zucht einer ganz bestimmten Rasse, dem schwarzen Alentejano-Schwein, das 18 bis 24 Monate in absoluter Freiheit weidet. Es stammt von den südlichen Wildschweinen ab und das Fleisch ist besonders saftig und aromatisch. Schwein hatte ich auch auf dieser Passage, nachdem wir schon mehrere Stunden auf einem Schottersandweg unterwegs waren und die Wärme der Mittagssonne die Aufmerksamkeit weichgekocht hat. Oh Mann, oh, das war ein bisschen zügiger, ne? Oh Mann. Oh Scheiße, das Problem war, ich war hinter dir und dann... Ui, scheiße. Geht. Ja, irgendwas ist hier halt ein bisschen doof. Ich bin da reingefallen. Ich war nicht 50 oder so bin ich gefahren. Noch ein Kabel im Arsch. Scheiße, ja, das geht richtig. Schlüsselbeinbruch. Ja. Hier mit der Helmkante, so ist das auch so ein Ding. Ich hab mich da abgestützt, bin da in die Blume rein. Egal, aufstehen, weiter geht's. Warte, lass dir helfen. 1, 2 und... Gut, dass wir gerade frisch getankt haben. Und... Willst du erstmal eben eine Pause machen, oder? Nee. Warte, ich stell die mal eben ab, oder geht? Ja, ich habe da gerade nur so eine Staubwolke auf einmal im Hintergrund gesehen, also das sah wirklich aus, ey. Geht denn? Yes, weiter geht's. Naja, Stürze gehören zu einem Abenteuer irgendwie dazu. Also Krone richten und weiter geht's. Die wunderschöne Landschaft lenkt zum Glück schnell vom Schmerz ab.
Ja, heute ist auf jeden Fall echt abwechslungsreicher, ne? Ja, hier unten Jo. wird's nochmal sandig. Okay, krass. Ja, das ist schon cool hier. Also, weil das ist, warum ich gerade hingefallen bin. Ich habe einfach Ja, nicht mehr genau. gesehen, wo ich fahre, weil ich nur auf dein Hinterrad geguckt habe, weil ich das gerade aufgenommen habe. Und das ist echt dann total gefährlich, wenn sich plötzlich der Straßenbelag ändert und man ist mit der Konzentration echt woanders. Alles nochmal gut gegangen, ich habe mir nichts gebrochen. Hier musst du dich für eine, pass auf, guck, achte hier auf den Weg. Ja. Hier sind tiefe Furchen. Grundsätzlich ist die Strecke vom offiziellen Tag 4 der Adventure Country Tracks Portugal wirklich sehr human zu fahren mit den Reiseenduros. Nichtsdestotrotz gilt es, aufmerksam zu bleiben, da sich der Belag jederzeit schlagartig ändern kann oder Zäune den Weg versperren. Ach, Strom ist ja auch drauf. So, Freunde, kleine Flussdurchfahrt. Juppie, juppie. Das sieht cool aus hier. Oh, da sind Kühe. Seid ihr alle nett? Ich hoffe, ihr seid alle nett. Ja, die sind frei. Warte, der eine hat die Hörner komisch. Ach, ich glaube, die sind ja Motorradfahrer gewohnt, ne? Oh, hier Stopp, Zaun. Stopp, Zaun. Ja, da muss man immer mit allem rechnen hier. Der nächste Abschnitt führt uns durch dichte Eukalyptuswälder, für die ein Stück natürlich gewachsener Wald verschwunden ist. Mediterrane Mischwälder werden gerodet, damit schnell wachsende Eukalyptusplantagen entstehen können, von denen Industrie und Waldbesitzer profitieren, die Umwelt jedoch leidet. %80 aller Neupflanzungen sind Eukalyptus, der schon nach 7 Jahren geschlagen werden kann und Geld für Portugals Papier- und Zelluloseindustrie bringt, eine der expansivsten der Welt. Langsam und unaufhaltsam ist der Eukalyptus zur weit verbreitetsten Baumart in Portugal geworden. Er wächst schon auf mehr als 800.000 Hektar, einem Viertel der portugiesischen Waldfläche, Tendenz stark zunehmend. Obwohl er viele Nachteile mit sich bringt. Eukalyptus braucht extrem viel Wasser. Laugt wegen seines schnellen Wachstums die Böden aus und erhöht, da in Monokultur angebaut, die Waldbrandgefahr. Trotz allem ist es zum Motorradfahren ein einzigartiger Ort, an dem wir uns der Natur sehr nahe fühlen. Bei diesem Weg kommt so richtiges Sahara-Feeling auf. Feiner, knallig orangebrauner Sand und dabei, wie eine Oase in der Wüste, der Ausblick in das grüne Tal. Absoluter Genuss, hier zu fahren.
Das sieht ja so geil aus. Boah, Wahnsinn. Was ein Ausblick von hier. Nach der Stippvisite im Orient führt der Trek in das Innere der mittelalterlichen Befestigung Castello de Estremus, die mit engen Gassen und Toren vorbei an Mauern und Türmen punktet. Selbst als wir die 10.000 Einwohner starke Stadt Estremus, die für ihren Marmor bekannt ist, wieder verlassen, ist die Route weiterhin gespickt mit imposanten Gebäuden und Brücken. Wenn der heutige Fahrtag etwas zu bieten hat, dann ist das definitiv Abwechslung. Der heutige Fahrtag ist auf jeden Fall schon eine ganz andere Hausnummer als der gestern. Der Belag der Offroad-Sektion waren definitiv abwechslungsreicher, schroffer Fels, über den man drüber fährt, dickere Steine, unterschiedliche Sandarten. Ja, also bei meinem Sturz habe ich dann auch gemerkt, dass es selbst bei geringen Geschwindigkeiten, ich schätze mal, wir hatten so 40 km/h oder so drauf, als ich da den Sand geküsst habe, dass das schon echt dem Körper eine Wucht versetzen kann, wenn man bei so einer Geschwindigkeit vom Motorrad saust. Also Queenie hat ja dann quasi vor mir gestoppt und ich bin da so über die Scheibe geflogen. Ja, das ist halt schon, merke ich jetzt auch so im Verlaufe des Tages beim Fahren, das hat dem Körper schon so ein bisschen Kraft abverlangt. Dementsprechend fordert der Tag mich heute viel, viel mehr heraus als der gestern. Fahrerisch, die Grenze ist noch nicht erreicht, das definitiv nicht, ist ja auch als leichte Offroad-Schwierigkeit ausgeschildert. Ich finde, das ist okay, aber es ist schon so in Richtung Mittel. Also nicht ganz so easy wie gestern, wo man wirklich alles auch mit Straßenreifen hätte fahren können. Heute brauchte man schon so einen Mischreifen, wie wir den haben. Ja, und meine Gabel ist schon das ein oder andere Mal wirklich bis Anschlag eingeschlagen. Also ich fand es deutlich besser als gestern, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade diese Sektion da in dem Wald, war man so in den Hügeln, aber hast du dann so ein richtiges Dschungel-Feeling plötzlich. Und danach mit dem ganz feinen Sand, so ein richtig geiler Offroad-Bodenbelag. Also es hat schon echt Spaß gemacht und halt ziemlich abwechslungsreich. Und heute war auch definitiv die eine oder andere Stelle dabei, wo man dann mal ein bisschen gucken musste, was man da macht. Ja, solche Sachen finde ich halt immer schön, wenn man da so ein bisschen auch ein kleines bisschen gefordert wird, ein bisschen konzentrierter dabei ist. Wir hatten eine etwas tiefere Wasserdurchfahrt, das hat natürlich auch wieder Spaß gemacht. Der heutige Tag macht auf jeden Fall deutlich Lust auf mehr und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Und ich kann sagen, ich bin total froh, wenn wir heute Abend irgendwo ankommen und ich meine Hose ausziehen kann. Ich habe beim Sturz irgendwie da so, keine Ahnung, irgendwelche Disteln oder so reingekriegt. Mein Arsch zwirbelt ohne Ende. Das hat sich alles in meiner Hose verfangen. Ich kriege das ja jetzt auch auf die Schnelle nicht raus. Ich werde da heute wahrscheinlich mal meine Hose entdisteln. Nicht so geil. Es piekt überall in den Beinen, im Hintern. Ah. Ja. In einem Kilometer ist der Track vom ACT vorbei und wir haben schon uns entschieden, dass wir in das empfohlene Hotel wollen, was auf der Seite von den Adventure Country Tracks vorgeschlagen wird. Das ist sehr schön hier, sehr schön. Diese Straße zu fahren, ja, ne? Mega gerade. Ja, auch mit Blick auf den See. Oh, das ist aber echt nett. Sogar mit Blick auf eine Burg da oben. Ey, ist das mal Premium hier, oder? Ja.
Also Joa, komm, nein, Burgen, ey, komm, mit hallo. Burgen kannst du mich heute nicht mehr kriegen. Ich habe schon 100 gesehen. So. Alamal River Club and that's the view. Nice. Welches Boot davon nimmst du? Jo, damit beginnt ein neuer Reisetag. Ich bin hier gerade in meine Stiefelchen geschlüpft, bin darüber ja total glücklich, dass die mich gestern in dieser tiefen Pfütze, trotz dass ich wirklich bis zur Hälfte der Schuhe drin stand, immer noch trocken gelassen haben. Und freue mich da heute auch auf den nächsten Fluss, der da auf uns wartet, der Tejo-Fluss. Der fließt durch Spanien und Portugal und trennt Portugal in 2 Hälften. Und mit dem werden wir heute Kontakt bekommen. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Wasser haben wir auch gerade hier ordentlich vor der Tür. Achso, übrigens, hier vom Swimmingpool, den wir hier vor der Haustür haben, haben wir jetzt nicht wirklich Gebrauch machen können. Uns war dann gestern nicht mehr nach Swimmingpool. Vielleicht kriegen wir auch ein bisschen Swimmingpool von oben heute, so wie das Wetter aussieht. Mal schauen, ob sich das hält. Wir sind auf jeden Fall bereit und packen jetzt die Sachen mit uns. Bei diesem Hotel sind auch 2 Franzosen, die die Adventure Country Tracks Portugal ebenfalls fahren. Allerdings fahren die in die richtige Richtung, nicht wie wir rückwärts. Von denen wissen wir auch schon, dass die nächsten Tage, die jetzt auf uns warten, ist die... oh, guck mal hier. Hallo, wer bist du denn? Na, du bist ja ganz süßer. Och Mann, wie knuffig. Cool. Oh, der ist voll weich. Dass die nächsten Tage auf jeden Fall Offroad-mäßig vom Schwierigkeitsgrad eine andere Nummer werden als das, was wir die letzten 2 Tage hatten. Allerdings, der heutige Fahrtag ist mit 235 Kilometern angesetzt und gilt auch mit den 40% Offroad-Anteil als gut fahrbar, also leicht von der Offroad-Terrain-Schwierigkeit. Schauen wir mal, was das so bedeutet, ne? Ich glaube, der riecht das Schaf. Na, magst du Schaf? Das ist schon tot, das brauchst du nicht mehr erlegen, Schätzelein. Der perfekte Hütehund. Süß. Oh, tolles Oh, fast so weich wie du. Tier. Fast so weit, ich höre dich nicht. Nix, mach nix. Was? Nee, alles gut. Nee. Was war das? Nix. So, eine Streichleinheit, bevor wir fahren. Oh, der spielt, der will spielen. Wehe, du pinkelst mich an jetzt. Was machen wir falsch? Warum sieht deine Felge so aus und die vom Franzosen, der gestern das gleiche gefahren ist, so? Also Freunde, meine Ölflasche, habe ich übrigens gerade gesehen, die hat auch einen leichten Dötscher von dem Fall gestern. Aber ansonsten ist alles heil geblieben. Meine Schulter zeckt ein bisschen, aber so gehobelt wird, da fallen Späne. Oder ein bisschen Schwund ist immer. Was fällt uns sonst noch ein? Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. So, die ersten Meter mal wieder hier vom Startpunkt. Von der Burg entfernen wir uns jetzt da hinten, schlängeln uns nun immer weiter Richtung Norden. Ich denke, da werden uns heute auch ein paar Berge erwarten am Ende. Ist das schön grün hier. Da sieht man, dass es in dieser Region wahrscheinlich deutlich mehr regnet als im Süden, denn dort war es ja wirklich staubtrocken und ultra heiß. Ja, da sah die Vegetation auch ganz anders aus. Aber dieses Grün ist auch so ein richtig saftiges Grün, ne? Seht ihr hier? Wow, der Farn am Straßenrand. Sehr, sehr angenehm. Das gleich am Morgen hier mit der geballten Farbpower, die einem da vom Wegesrand entgegenlacht. Schön. Nee, das ist sehr entspannt hier zu fahren, muss man wirklich sagen. Das macht Freude. Ganz schöner Start in den Tag hier, wenn man den ACT-Tag Nummer 3 rückwärts fährt. Mega schön. Ja, eine Kurve nach der anderen. Ja. Man kann hier richtig entweder gemütlich oder auch, wenn man ein bisschen zügiger ist, so richtig im Flow fahren. Das ist eine sehr schöne Kurvenantwort. Ja, wobei mit dem Flow und Schnellfahren, dieser Fakt, dass hier jeden Moment hinter der Kurve eine Kuh und ein Pferd stehen kann, was wir ja nun schon echt oft am Straßenrand einfach so grasen gehabt haben, der hält mich echt davon ab, da aufzudrehen. Ja, ist sehr uneinselbar. Ja, ich meine, also mit der Geschwindigkeit meine ich jetzt auch relativ so. Also, aber Julian hängt die ganze Zeit mit dem Knie in der Kurve auf dem Boden.
So, erster Part Offroad heute. Schöner Einstieg hier heute. Up and floors. Yes, then let's do that. Tief ist das Ding ja nicht. Oh, aber. Oh, scheiße, okay. Scheiße. Scheiße, das dampft. Was mache ich denn? Oh nein, ich bin daneben gefahren. Alter, Fuck. einfach nur. Nein. Der einfachste Durchfahrt. Ich hab das nicht gesehen, dass hier asphaltiert ist. Und hier nicht. Och Mann. Es ist gerade eine ganz doofe Situation. Muss ich dir helfen? Ja, guck dir das doch bitte mal an hier. Komm mal bitte her. Ja, ich hab hier... Oh Mann, ich hab nasse Füße. Caro, why? Why do you do that? Aber das Ding ist, ich habe meinen Laptop da hinten drin. Der darf nicht nass werden. Komme ich hier raus? Das weiß ich noch nicht. Meine Schuhe laufen in diesem Moment gerade voll. Ich helfe. Ich habe halt mega Angst, dass die umfällt und mein Laptop nass wird. Ich halte dich fest. Ich halte dich hinten Da hinten fest. kommt was. Ja. Ja. Oh. Gut, alles klar. Geschafft. Uiuiui. Was eine Action. Ich hätte hier gerade fast einen Hummer überfahren. Alter, guck dir. Oh, da ist er. Hi. Oh nein, wie geil. Das ist ein richtiger Hummer. Ihr müsst euch das so vorstellen. Dieser Weg hier ist geteert. Das ist gar kein Problem, da zu fahren. Daneben allerdings sind da so dicke Steine. Ja, ich habe das nicht gesehen und bin dann quasi hier so abgefahren und dann da so rein. Genau daneben, ne? Normalerweise macht man sowas, ohne dass man da einfach so durchfährt, sondern man guckt halt, ne? Julian weiß dann jetzt jedenfalls, wo er langfahren muss. Ja, also hier Offroad-mäßig wird das da schon gleich eine Nummer schöner hier als, ich würde schon fast sagen, als gestern noch irgendwie, ne? Also, hier auf jeden Fall. ja, Das ist ja ganz schon toll. richtig geil. Ja, auch so eine Flussdurchfahrt, ich finde das hat auch richtig Charme, sowas. Ich liebe Flussdurchfahrten voll. Ich bin da jetzt zwar nicht die Expertin und mache das auch noch nicht so, wie man das machen sollte, aber grundsätzlich finde ich es toll. Immer mal wieder aufs Navi gucken hilft, weil man denkt immer, man ist so voll im Flow der Straße drin und plötzlich geht es dann doch mal ab. Ja, das ist aber hier, oh ja, schön. Du hast halt diese vielen Wechsel drin, ne? Du fährst halt mal durch so Tannenbäume, dann durch diese bananenartigen Bäume. Ja, es ist ja halt die Umgebung, die hier so hervorsticht. Ne? Ja, und immer wieder auch, dass der Weg so ein bisschen meersteinig wird, felsig, sandig, ne? Das wechselt ja auch immer mal, ne? Ja. Ja Leute, und hier sieht man, wie gut es ist, so einen Motorschutz bei sich zu tragen, denn das hätte sonst vielleicht woanders drin gesteckt. Sobald wir uns vom Fluss entfernen, merken wir die Berge, von denen ich anfangs gesprochen hatte. Ja, ich lasse dich mal vorfahren. Okay, hier rutscht man sogar mit Vorderradbremse. Sag mal Bescheid, wenn du da bist. Alles klar? Sie bringen uns heute einerseits fahrerische Herausforderungen und auch schöne, weite Ausblicke.
doch ganz schön steil hier. Sandecken. Ein geiler Ausblick hier nach einem richtig coolen Part im Wald, wo man so geil über die einzelnen Huppel drüber geflogen ist. Hat richtig Spaß gemacht. Noch so einen kleinen Schwarzfahrer, den wir aus dem Wald mitgenommen haben. Du fühlst dich wohl auf Queenie, ne? Kann ich verstehen. Du nennst du Schwarzfahrer, ich sage dazu, du hast ihn aus seinem natürlichen Habitat entrissen und seiner Familie entnommen. So sieht es nämlich aus. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass der mit dabei ist. Wir setzen ihn gleich wieder aus, ne? Aber hier, ja, es ist wunderschön. Sattes Grün an den Bäumen, sandig hölzerner Straßenbelag und hier und da erhaschen wir einen Blick ins Tal. Die Fahrt durch dichte Eukalyptus- und Nadelwälder ist auch heute wieder faszinierend schön. Aber so ein bisschen Regen hier ist auch mal Abwechslung. Abwechslung gibt es noch mehr. Jo, jetzt hat sich das Wetter dann doch sehr gewandelt. Es ist echt frisch, aber wir sind auch hier auf fast 900 Metern. Also klar, schon echt ein Unterschied zu vor 2 Tagen auf Meereshöhe, also 0 Meter. Und es ist wirklich doch nasser als erwartet. Es hat jetzt ordentlich geregnet. Dennoch hat diese Natur echt was Schönes, auch in diesem nebligen Zustand. Es macht Spaß, hier durchzufahren. Also von daher echt auch hier wieder schöne Streckenabschnitte. Ziemlich steil hier. Holla, die Waldfee. Die Finger sind auch steif, weil sie kalt sind. Oh je, alles gut. Man kann doch einfach nicht mehr bremsen hier. Entschuldigung, das ist alles gut. Du bist nicht gefallen. Alles gut. Ich fühle meine Finger nicht, ich kann kaum irgendwie kuppeln und bremsen. Es ist so rattig auf einmal, es ist so kalt. Man sieht das mal wieder auf der Kamera, safe nicht so sehr. Aber das war ultra steil. Es ist auf jeden Fall wunderschön hier, aber es ist auch gerade ein bisschen herausfordernd mit der Kälte, mit der Nässe und dann noch die Steine und die Steigung. Wenn das so unbefestigte Wege sind und du kommst gerade so mit den Zehenspitzen auf den Boden und dann mit so einem beladenen Ding, was über 200 Kilo wiegt, ist halt auch schon einfacher, wenn man eher so 1,90 groß ist. Er ist 1,50. Wir essen die nächsten Tage viel Fruchtzwerge und dann ist am Ende der Tour 1,80. So, wir sind jetzt mal auf die Straße gefahren. Wir skippen jetzt ein kleines Stück vom ACT, denn wir sind ja gerade so nass geworden. Julians Füße sind immer noch komplett nass und eisekalt, die Finger auch. Wir haben jetzt gerade mal auf dickere Handschuhe gewechselt und hier ist es halt einfach viel, viel schöner zu fahren gerade, also einfach vom Wetter her. Und deswegen nutzen wir das gerade mal. Aber auch hier sind die Straßen wirklich schön. Man hat einen schönen Ausblick und ja, macht Spaß hier. Ich finde das auch cool, dass man das so variieren kann und selber zu bestimmen, wie hoch der Offroad-Anteil an dem Tag sein soll. Es geht ja hier in allererster Linie wirklich darum, Spaß zu haben. Wenn es dann irgendwann, weil Schmerz dazu kommt durch Kälte und Nässe, keinen Spaß mehr macht, finde ich, kann man sich das echt herausnehmen, gerade in so einem Urlaub zu sagen, nee, ich fahre jetzt einfach mal da, wo es mir Spaß macht. Ich finde, ganz ehrlich, mach es besser so als gar nicht. Weil dieses ganz oder gar nicht Ding, da setzt man sich, glaube ich, selber auch schnell mal mit unter Druck. Und das endet dann im schlimmsten Falle darin, dass man gar nicht vor die Haustür geht und nichts macht. Einfach mal losgehen. Man kann ja immer noch wieder irgendwie auf halbem Weg sagen, ach, ich mache jetzt einen anderen Weg. Sehr schön erzählt. Ja. Möchtest du auch noch was dazu sagen, außer dass da vorne dicke Regenwolken schon wieder auf uns warten? Das ist ja ordentlich dunkel, ey. Da jetzt die ganzen Sachen hier klatschnass sind, ist das schon nicht verkehrt. Ja, ne? Ja. Also, ja. und das hat ja auch was
Gesamtkontext mit dem Spaßfaktor zu tun, weil Genau. nasse und kalte Klamotten machen halt Ja. echt nicht so viel Spaß. Die letzten Kilometer des Tages bleiben wir auf befestigten Straßen, obwohl der Track sicher interessante Offroad-Pisten zu bieten hätte. Kurz vor dem Ende dieses ACT-Portugal-Tages landen wir in Manteigas und finden es so schön, dass wir uns kurzerhand ein Hotel nehmen. Manchmal erfordert das Wetter eben einen Plan B. Enge Gassen, umgeben von grün bewachsenen Bergen und dazu zur Abwechslung ein paar Sonnenstrahlen. Toll, hier angekommen zu sein. Julian Ja. ist ganz glücklich. Ich bin ganz glücklich. Nein, ich bin ganz glücklich. Ich finde das nämlich voll schön hier. Und hier ist ein Restaurant direkt dabei, da gibt es traditionelles Essen. Mega geil, werden wir heute mal probieren. Oh geil, ich freue mich so auf Vitamine. Und jetzt kommt das Allergeilste, weswegen ich dieses Zimmer absolut favorisiert habe. Der Blick vom Bett aus. Da, da, da. Das ist doch einfach perfekt. Nach so einem Tag, nass, dreckig und durchgefroren, eine warme Dusche zu nehmen und saubere Kleidung anzuziehen, fühlt sich um ein Vielfaches besser an als sonst. Und ein Stündchen später regnet es auch wieder mal. Und es regnet eigentlich schon ziemlich lange jetzt. In Strömen. Ich komme gerade aus der Dusche, ich habe mich nicht abgeschminkt. Ich sehe aus wie ein Panda. Ich weiß. Egal. Aber du siehst auch nicht viel besser aus. Nee. Also bei so Regen Offroad zu fahren, das finde ich nochmal eine krasse Schwierigkeitsstufe mehr, weil du halt ein beschlagenes Visier hast. Ich konnte das auch nicht aufmachen, dann kamen die ganzen Regentropfen ins Auge und es war auch eisig kalt. Und dadurch siehst du halt auch richtig beschissen den Boden, also weil du halt diese ganzen Tropfen auf dem Visier hast. Hier in Manteigas machen wir jetzt einen Tag Ruhepause. Den haben wir uns echt redlich verdient, finde ich. Ein Ruhetag bietet die wunderbare Möglichkeit, tiefer in einen Ort einzutauchen und mehr vom Leben dort mitzubekommen. This exists here? This exists, yes. Okay. Here, this name, Coval da Ponte. Coval, It's in this mountain, yes. Das Freizeitgebiet Coval da Ponte, das im Mondego-Gebirge liegt, ist zwar nicht weit entfernt von Manteigas, jedoch reicht uns heute die Schönheit und der Charme, die dieses Bergdorf zu bieten hat. Das portugiesische Wort Manteiga bedeutet Butter und ist eins der wenigen Wörter aus der Zeit vor der römischen Herrschaft in Portugal, die sich aus der Sprache der Urbevölkerung des heutigen Portugals bis in das moderne Portugiesische erhalten haben. Die Gegend um Manteigas ist berühmt für seine Thermalquellen und Milchprodukte. Der Käse gilt als der beste Portugals. Wir nutzen den Ruhetag auch, um uns und das Material zu flicken. So, hier in der Tasche vom Stuhl haben die letzten Tage immer unsere Medikamente Platz gefunden. Und da zocke ich mir doch glatt mal eben hier so ein paar Schmerztabletten raus. Die Kohletabletten braucht man jetzt mal ausnahmsweise nicht. Aber die Schmerztabletten für die Schulter. Die hat nämlich heute Nacht mich nicht schlafen lassen. Schmerztabletten und Morphium. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Aber immer ganz gut, wenn man sowas dabei hat. Also kann ich jedem empfehlen, so auf Reise. Wenn es dann mal zeckt in der Nacht, hat man eben keine Zeit, mal eben noch zur Apotheke. Zeckt, sie sagt immer zeckt, hat hier eine dreifach gebrochene Schulter mit ausgekugeltem Innenmeniskusgelenk. Ich glaube, das ist einfach eine Sehne, aber das ist halt unangenehm. Julians Motorrad braucht auch Ibuprofen und Julian auch für die Seele. Und dann schauen wir uns noch an, wo der gestrige Fahrtag eigentlich geendet hätte. Nämlich mit dieser wunderschön geschlängelten Straße.
Die N232 führt raus aus Manteigaszs und direkt in die angrenzenden Berge und ein Nationalpark mit Talsperre. Frische 9 Grad gibt die Temperaturanzeige der Tenere an. Die Talsperre Valle do Rocim liegt im Distrikt Garda in dem Naturschutzgebiet Parque Natural das Serra da Estrella, durch dessen Berge zu fahren selbst im Nebel einen besonderen Zauber hat. Wer hier einen Tag pausiert und gerne mehr Bewegung möchte, der sollte einen Blick auf die 16 Wanderrouten der Organisation Estrella Green Tracks werfen, die hier im Raum Manteigaszs mit Download zur Verfügung stehen. Hier gibt es auch das Valle do Rocim Eco Resort, das als Übernachtungsmöglichkeit auf der Seite der Adventure Country Tracks Portugal vorgeschlagen wird. Hier gibt es auch urige Holzhütten, in denen übernachtet werden kann. Es ist sehr schön hier oben, wenn das Wetter mitspielt. Also es ist auch bei dem Wetter tatsächlich schön, aber zum Motorradfahren natürlich nicht so. Du hast eine ganz rote Nase. Ja, weil es frisch ist und nicht das Visier aufhat, weil du sonst hier nichts siehst mit den ganzen Tropfen hier drauf. Das sieht sehr mystisch aus, ne? Voll. Hier oben in das Naturschutzgebiet gefahren zu sein, ist trotz des diesigen Wetters ein wertvolles Erlebnis voller Ruhe, die uns in Dankbarkeit hüllt, hier zu sein und die letzten Tage eine so abenteuerliche und intensive Zeit gehabt zu haben. Wir sind gespannt, wie es morgen weitergeht auf den Adventure Country Tracks Portugal. Heute fahren wir nach Torre de Moncorvo. Das wird mit einem Offroad-Anteil von 50% sein. Der soll leicht sein. Mal gucken. Wir hoffen einfach auf gutes Wetter und eine schöne Strecke. Und wenn ihr auch mal in Manteigaszs seid und hier vorbeikommt, dann kann ich euch das sehr empfehlen, hier im Hotel da Villa einzuchecken. Na, wie gesagt, die Preise sind wahnsinnig günstig. Es gibt ein schönes Frühstück mit dabei, tolle Umgebung zum Wandern oder auch Motorradfahren. Und das Ganze halt direkt am ACT. Uiuiui, dicke graue Wolken hängen in den Bergen. Schnell nach Hause. Die Motorräder standen hier beim Hotel vorne an der Straße. Man könnte jetzt denken, nicht abgeschlossen. Aber wusstet ihr, dass Portugal als eines der friedlichsten Länder gilt? Und dementsprechend hatten wir auch keine schlechten Erfahrungen damit, unsere Taschen dran zu lassen. Nur mal kurz als Info. Also ich hätte alles dran. Gutgläubigkeit und Naivität sind die Stichwörter, die Carolins Wesen ausmachen. Vielleicht ein bisschen. Gutgläubig und naiv, wie ich vielleicht bin, verabschiede ich mich von Manteigaszs. Einem Ort, den ich in sehr guter Erinnerung behalten und vielleicht eines Tages wieder besuchen werde. Bei sonnigem Wetter wie heute zeigt sich der Naturpark Serra da Estrella nochmal in ganz neuem Licht. Serra da Estrella bedeutet Gebirge der Sterne. Den Namen verdanken die Berge jedoch nicht den Sternen, sondern den hier wachsenden wilden Osterglocken, die im Frühjahr die Berghänge schmücken. 7 der Gipfel überschreiten eine Höhe von 1400 Metern. Der höchste des portugiesischen Festlandes liegt ebenfalls hier. Der 1993 Meter hohe Torre.
So, die ersten Kilometer hier heute Morgen auf dem ACT-Track beginnen mit einer wundervollen Aussicht und einem richtig geil soften Boden. Man fühlt sich hier wie irgendwie, als wenn man auf so Betten fährt, so Matratze, ne? Ja, so eine Mischung aus Schotter und Erde halt. Ist sehr angenehm und weich zu fahren. Man fühlt sich dadurch sehr sicher. Ja, das ist echt geil. Und wir sind hier auf 1100 Metern. 8 Grad haben 8 Grad, auch schön, wunderbar. Wir sind aber heute richtig gut ausgerüstet. Wir haben uns dicke Sachen drunter gezogen. Wir wussten ja wegen gestern auch schon, was uns da erwarten kann. Macht hier gerade echt mega viel Spaß und ich wundere mich immer, wo dann plötzlich doch noch Leute sind, die hier arbeiten. Da im Wald sieht man so einen Bagger blinken, also mich würde es nicht wundern, wenn uns hier gleich noch ein Bär über den Weg läuft, weil man sich sowas von am Arsch der Welt fühlt und so total mitten in der Natur. Also es macht echt Spaß gerade, es macht richtig Spaß. Wir müssen wirklich mal sagen, wir waren gestern etwas down, als wir gemerkt haben, was da oben im Berg für ein scheiß Wetter ist und es war schon so ungemütlich, die halbe Stunde da hinzufahren, dass man schon gar keinen Bock mehr hatte. Und wir dachten uns, mal gucken, was das heute gibt. Aber ich muss sagen, der Anfang hier heute, der macht schon so viel Laune, dass diese Sorgen irgendwie gerade wie weggepustet sind. Absolut, sehe ich ganz genauso. Ich finde, das ist gerade hier durch diese Landschaft, durch diese Berge, das ist so ein absolut befreiendes und schönes Gefühl, weil das auch so einfach eine tolle Strecke ist. Ja. Die leicht von der Hand geht, einem keine Steine wortwörtlich in den Weg legt und trotzdem nicht langweilig wird. Ja, es ist echt Genuss pur hier gerade am frühen Morgen. Wir haben es kurz nach 10. So schön, dass das hier durch so alte Orte führt, mit diesen alten Steinen, die da so klein nebeneinander gebaut sind. Und das ist so cool, hier so durchzufahren. Da kriegst du richtig was mit von dem Leben hier. Viele Arbeiter unterwegs. Arbeit bekommen wir gleich auch noch. Der Belag des Tracks wandelt sich nach dem anfänglich seichten plötzlich in ein Bett aus purem Sand. Zunächst ist er noch trocken und leicht zu fahren, doch mit zunehmend schlechterem Wetter wandelt er sich immer mehr zu einer Herausforderung. Bei dem Boden hier kann es passieren, dass einem das Regenwetter hier so ein bisschen zum Verhängnis wird. Rutschig und glatt ist das Stichwort hier. Boah, hier ist jetzt echt tricky. Es ist doch wirklich sehr, sehr matschig. Man rutscht hier total. Was machen wir? Weiter oder? In dem Glauben, dass es nicht schlammiger wird als hier, folgen wir weiter dem Track. Ja, hier geht's aber ein bisschen besser, einigermaßen. Also, das heißt, es ist schon heavy. Uiuiui. So, Freunde, es warten Nebel und Matsch auf uns. Yippie-yay. Geilo. Krass, Mann. Wow. Was eine Strecke hier. Bis gerade eben alles noch leicht fahrbar und dann kommt hier sowas. Yes, oh yes, aber es geht echt gut. Hier kommt die tiefere Pfütze. Wow. Mega, wie das aussieht mit dem Nebel, der hier so drin hängt. Boah, du fährst aber ganz gut durch. Ja. Wow, die ist tief, die Pfütze. Geile Action hier, ey. Mega. Oh ja, oh ja, oh ja. Also hier qualmt da alles weg. Wow. Na gut, Spaß macht es aber trotzdem halt gerade. Ne? Boah, der Nebel. Guckt euch den Nebel an. Der zieht hier voll über die Pfütze. Ist aber okay. Oh, guck mal, der Nebel. Krass, wie der da so drüber zieht hier über die Straße. Ja. Okay, jetzt wird es hier noch mal ein bisschen trickiger. Ist ein bisschen unheimlich, oder? Dieser Nebel. Eieiei. Wow.
Oh, 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 oh. Oh shit, ich bin voll in die falsche Spur geraten. No. Fahr oben. Du musst oben rechts. Ja doch, hier jetzt. Hier ist entspannt. Boah, geil, ey. Matsche hoch 10. Nebel und dann auch noch verfahren. Das war falsch. Wir müssen rechts. Ja. Gar nicht so leicht, hier den richtigen Weg zu finden. Wow, Felsen. Man kann da hinten in das Tal gucken und da ist es hell und sonnig. Und hier wartet gleich schon wieder die nächste Matsch-Herausforderung. Wow. Oh mein Gott, das sieht aus hier wie bei König der Löwen. Jetzt da hinten kommt die Sonne. Yay. Das Geschenk, was hinter der Nebelbank auf uns wartet, zeigt, dass es absolut lohnenswert war, den Kampf durch den Matsch anzutreten. Plötzlich wird die Strecke enorm steil und hat tiefe Furchen, die es zu umfahren gilt. Oh. Ich warte mal, eben bis du unten bist. Kurz vor der Kurve geht mir dann die Afrika Twin aus. Dingensschalter, Killschalter. Nein, der ist es nicht. Warte, ich helfe dir. Aber ich kann hier gar nicht anhalten. Läuft? Queenie will jetzt einfach nicht anspringen. Warte, dann lass, bevor ich gleich deine Batterie nicht mehr kann. Ja. Lass mich hier eben mitgucken. Ich weiß ja nicht, ob ich das Ding hier abgestellt kriege, ohne dass sie hinfällt. Ich riskiere es einfach mal. Boah, ganz schön schräg. Ja, ich komme hier gar nicht runter. Alter. Nein. Oh. Ey, das kriege ich hier so niemals. Ja, Queenie ist wieder an, ich komme. Danke. Und das alles, weil ich dir helfen wollte. Mein Sprit läuft hier gerade aus. Ja, ich komme, ich bin im Leerlauf. Ich muss hier erstmal runterkommen. Ich bin hier mitten in der Botanik und gleich fliege ich auch. Mann, wo soll ich hin? Hier einfach. Oh. Warte, ich mach mal erst einen Gang rein, dann mach ich mal eben die Hopse. So, Queenie steht erstmal gut. So, jetzt wäre ich um deine Kraft dankbar. Ja, ich bin sowas von kräftig. Aber nicht jetzt wieder irgendeinen Blinker abbrechen oder so. Auch nicht an meiner Tasche zerren. Nimm irgendwas irgendwo da unter den Sitz. Okay. Aber der Seitenständer ist stabil. So, jetzt weg mit dem Fell. Das Thema mit dem Fell, das ist echt so ein Ding. Man bleibt hier durch dieses Fell, hat man so ein Grip, also ich zumindest, so ein Grip, dass du hier gar nicht vom Sattel runterrutschen kannst. Oh, was ist denn da abgefallen?
weiß es nicht. Ja, nicht das Motorrad jetzt in die andere Richtung werfen. Ist das anstrengend? Verrückt, ne? Man vergibt sich dann in so eine Gefahr hinein, in die man eigentlich gar nicht war. Willst du das Teil da mal einsammeln? Ich weiß nicht, ob das von dir ist. Vielleicht vom Seitenständer? Nee. Okay, setzt du dich drauf? Ich komme da nicht hoch, Caro. Julian hat schon die niedrigere Sitzbank. Aber wie willst du da jetzt wegkommen? Geradeaus weiter? Ich fahre hier einfach raus. Okay. So, dann Mentor, Schätzelein. Ja, genau. Mach die Tanne platt und dann ab in Queenie rein. So, ich klemme mir das ja jetzt noch mit drauf. Caro kriegt hier heute den Premium-Sitz. Okay, weiter geht's hier. Oh mein Gott. Wow. Okay, das ist hier schon echt ziemlich... Ich glaube, mir ist das hier zu vage, hier so nah hinter dir herzufahren. So, entspannt. Einmal den richtigen Weg gefunden, läuft das hier von alleine. Ah, Dornen. Wow. Boah. So, hier wird halt noch mal ein bisschen rumpelig und eng. Hoppa. Hoppa. Jo, was ein Ausblick hier. Schön. Caro, guck mal. Ha? Ich kann dir hier was durch die Blumen erzählen. Ja, sag mir was durch die Blume. Ich hab Häuschen hier oben in Bergen. Ist echt ein geiler, sehr geiler Fahrtag bis jetzt heute, finde ich. Ganz nach unserem Geschmack. Und auch ganz nach dem Geschmack der Motorräder. Denn wenn man mal guckt, wie die so aussehen, dann würde ich sagen, das sieht lecker aus. Hallo. Oh. Oh, süß. Hey, vorsichtig, tut dir nicht weh. Der heutige Tag ist ein Wechselbad des Wetters und der Gefühle. Nach dem Nebel kommt die Sonne, nach dem Hochgefühl der Fall. Da ist aber gerade jemand ordentlich gesegelt. Dein Gang ist noch drin. Ja, hier ist sehr sandig und ne, hier, ja. Warte, ich muss hier erstmal selber das altbekannte Thema. Wie kommt Opi hier von der Karre runter? Mit den kurzen Dackelbeinen. Oh Leute, da war es plötzlich ein bisschen kurvig, sandig in der Kurve. Und dann liegst du. Das sieht schön aus mit dem Busch da. Sehr schöne Vegetation genießen. Wollen wir mal sehen hier die wahre Kraft. Du hast dich wieder übernommen, sie will einfach keine Hilfe. Komm ey, du hast eigentlich schon eine gezerrte Schulter. Das ist eigentlich doof, weil das ist Energieverschwendung an der falschen Stelle. Dafür ist man ja zu zweit unterwegs. An der Stelle nutzen wir es mal, ne? Yes. Boah. Hey. Oh, warte. Ja, ich glaub, jetzt fängt die auch schon an. Quietschend geht es zur Gratis-Reifenwäsche. Oh. Wasserdurchfahrten im Allgemeinen machen super viel Spaß. Dadurch, dass das Wasser vorhanden ist, stützt das auch sogar so ein kleines bisschen und du hast einen viel stabileren Geradeauslauf als jetzt zum Beispiel bei einfach schlammigen Boden, wie wir den heute Morgen hatten. Da ist man total am Rutschen. Das Fahrwerk und Vorderrad ist auch sehr unruhig und im Wasser hingegen hat es eher so die Wirkung, als würde es einem die Räder so ein bisschen festhalten dadurch, dass es da ist und einen da beim Fahren unterstützen, was das Ganze dann doch sehr gut und angenehm durchfahrbar macht. Darauf stoßen wir an.
Hier wird ordentlich gesoffen. Was? Da sind Flaschen? Ja, der Wein, der hier angebaut wird, wird auch direkt getestet. Wir nehmen statt Alkohol lieber Kaugummi, beißen uns während der Fahrt schön auf die Zunge und ernähren uns von unserem eigenen Blut. Der Tag hatte so gut begonnen, mit einer ordentlichen Portion Offroad-Adventure-Spaß. Doch auch on the road kann es abenteuerliche, unerwartete Vorkommnisse geben. Auf einem Stück Asphalt müssen wir rechts ranfahren. Gerade schon gedacht, was wird, ist mein Reifen irgendwie so laut und jetzt irgendwie beim Abbiegen irgendwie gar keine richtige Seitenführung mehr. Ich dachte, der wird platt, der ist auch mächtig warm. Der scheint irgendein kleines Loch zu haben. Ich habe hier von Louis mir diese Pannenspraypampe gekauft. Da der jetzt noch nicht leer ist wirklich, aber vielleicht ist er auch leer und das ist einfach nur die Stabilität des Reifens, würde ich sagen, probieren wir das mal aus. Also mit reiner Luft arbeiten, nützt jetzt nichts. Und hier ist auch niemand. Das heißt, wir haben jetzt nur diese Chance. Was anderes bleibt uns gar nicht übrig. Da hast du direkt das Abenteuer schon. Also es wird irgendein Defekt da sein, aber der wird recht klein sein, sonst wäre kein Luftdruck mehr drauf. Das heißt, die Chance, dass das Zeug hier wirkt, ist in dem Fall auf jeden Fall gegeben. Weil wenn dir der Reifen richtig auf ist, dann brauchst du mit sowas auch nicht mehr arbeiten. Ja. Der pumpt sich auf jeden Fall auf. Ja, man merkt auf jeden Fall, der hat Temperatur hier von außen. Der walkt und durch die Reibung, die im Inneren entsteht, wird die Luft heiß. Ich weiß nicht, wie viel man da reinballert. Aber ich glaube, in dem Fall kann man besser sagen, viel hilft viel. So, ich muss jetzt halt los, weil das muss sich jetzt im Reifen verteilen können. Dafür muss der vorsichtig bewegt werden. Wenn wir Glück haben, wartet das damit. Fahren wir erstmal Straße Fahren jetzt, wir ne? erstmal auf jeden Fall Straße. So, wir fahren jetzt von dem Ort, wo quasi der Reifen platt war und wir den aufgefüllt haben mit diesem Zeug, fahren wir jetzt über Landstraßen bis zum Endpunkt des heutigen Tages laut ACT, weil wir uns entschlossen haben, da jetzt nicht nochmal mit ins Gelände zu gehen. Der ist jetzt einigermaßen wieder stabil, so sieht es aus. Also er ist wieder ein bisschen voller als vorher. Ich denke, das Zeug hat den von innen etwas stabilisiert. Jetzt gucken wir mal, ob es da dann eventuell eine Werkstatt gibt und wie wir dann weiter vorgehen. So, Reifenwerkstatt Nummer 1. Mal schauen, was das gibt. Hier eine Reifenwechselmaschine hat er auf jeden Fall schon mal. Das sieht gut aus und viele Reifen. So, Julian fragt da hinten jetzt nochmal nach. Und? Nee, kann das auch nicht machen, ja. Ja, Leute, ganz ehrlich, da ist das Risiko drin. Ich würde sagen, wenn der Reifendruck morgen noch hat, so, dann passt das so. Okay. Wie war denn mein Reifendruck? Nein, das ist super, das ist alles gut. So, ist 3 egal. Bar sind jetzt drin. Ja, ganz ehrlich, wer hat den Druck jetzt gehalten? Hier. Ich glaube, das sieht echt ganz gut aus. Als nächstes suchen wir mit Google Maps ein Hotel, gerade noch rechtzeitig. Und passend zu allem heute gewittert es jetzt noch. So, wir haben zum Glück eine Garage. So, angekommen für heute, ne? Ja, würde ich auch mal sagen. Die Motorräder stehen heute auf jeden Fall sicher. Das jetzt nochmal eben hier im Pool gleich, ne? Ja, wir haben echt jetzt uns mal ein ziemliches Luxushotel gegönnt. Das teuerste, was es bisher auf der ganzen Reise gab, mit 99 €. Die haben uns schon einen Special-Preis gemacht, inklusive Frühstück. Aber dafür haben wir einen Pool, wir können baden gehen. Wir sind einfach froh, dass wir jetzt hier irgendwie angekommen sind. Es ist hier noch ein bisschen weihnachtlich angehaucht, so mit diesen Tannenbäumen, mit Schnee bedeckt. So fühle ich mich auch gerade, ehrlich gesagt. Und das Zimmer macht echt Lust darauf, auch im Zimmer so ein bisschen zu verweilen, ne? Ja, auf jeden Fall. Leute, es tut mir unfassbar leid, dass es jetzt so laufen musste, der heutige Fahrtag. Es tut mir selber in der Seele weh. Ich habe mich nämlich eigentlich gerade auf die letzten beiden Fahrtage sehr gefreut, weil die natürlich
geländemäßig schönsten sein sollten. Leider ist es jetzt halt zu diesem Wege gekommen. Ja, Freunde, da ist der Fahrtag dann doch ein bisschen anders zu Ende gegangen, als wir uns das eigentlich gewünscht hatten. Ich bin jetzt froh, dass wir es überhaupt in die Zielstadt geschafft haben. 2 Werkstätten konnten uns da beide nicht weiterhelfen. Joa, da ist jetzt also noch im Reifen dieses Erste-Hilfe-Set vom Luis drin. Und es wäre sehr fahrlässig gewesen. Und mit diesem Erste-Hilfe-Set, womit man nur bis zur nächsten Werkstatt fahren soll, damit jetzt nochmal Offroad ins Gelände. Der Reifen arbeitet daher auch ganz anders als auf der Straße. Und auf der Straße konnte man das jetzt auch ganz gut beobachten, was damit überhaupt passiert. So war das jetzt auf jeden Fall der einzig sichere Weg. Wir haben Glück, dass es so passiert ist, wie es passiert ist. Ich glaube, ich habe noch nie so einen schönen Platten gehabt. Ich bin gerade ganz froh, dass wir nicht noch unterwegs sind. Es hagelt. Tja, wir gucken hier gerade ziemlich blöd aus der Wäsche. Das Wetter soll erstmal so bleiben. Hagel, Regen, richtig Gewitter. Sieht wahrscheinlich danach aus, dass man aufgrund der Gesamtsituation von hier aus über Land, über schöne Straßen auf den Weg nach Hause machen. Wir hatten heute einen super Tag. Und wir hätten jetzt quasi nur noch einen einzigen Tag auf dem ACT und dafür jetzt zu riskieren, irgendwie noch ein riesen Drama zu haben. Mit Reifen, mit Wetter, es ist halt alles gerade nicht so unter dem Zeichen von, wir fahren da jetzt das mega krasse Terrain. Ne? Ja, wären wir jetzt an einem anderen Zeitpunkt und wir hätten noch 1,5, 2 Wochen vor uns, wäre das sicherlich was anderes. Flexibel sein, spontan sein, das ist gerade so die Devise. Wetter kann man sich nun mal nicht aussuchen und wie wir heute Morgen schon gesehen haben, solche Parts, wenn die dann so matschig werden, dann kann sich das auch vom Schwierigkeitsgrad mal ganz schnell eben ändern. Und ja, jetzt auf dem letzten Meter noch sich irgendwie zu verletzen, kann es auch nicht sein. Trotz gutem Abendessen liegen die Nerven blank. Dass uns auf den letzten Kilometern der Reise etwas noch Ärgerlicheres passiert, das unseren Entschluss, den ACT an dieser Stelle zu beenden und über befestigte Straßen den Heimweg anzutreten, als einen guten empuppen lässt, werden wir morgen erfahren. Jetzt sind wir sehr dankbar, gesund angekommen zu sein und gleichzeitig traurig, dass wir die Adventure Country Tracks Portugal nicht bis zu Ende fahren konnten. Naja, Abenteuer ermöglichen dir die Begegnung mit dem Unerwarteten. Und das ist auch gut so.